Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen am Montag. Schauen wir uns die besten Energien fürs Kollektiv an. Und ich bin wie immer gespannt, was wir kriegen. Es hat etwas mit einem Gegenüber zu tun oder betrifft auch unser Gegenüber. Wenn du Single bist, hast du hier die Möglichkeit, einen Wunschpartner an Land zu ziehen. Es geht vielleicht auch um das Thema, in was investiere ich, wo schöpfe ich meine Kraft rein, wo erschaffe ich mir etwas. Man überwindet hier irgendwie trennende Gedanken. Man nimmt zu etwas Distanz auf. Möglicherweise geht es an die Leute, das ist jetzt sehr speziell, ich versuche immer alle Themen zu nennen, die sich fragen, wie treu oder wie loyal ist mein Partner mir? Oder haben wir noch die gleichen Werte, was das anbelangt? Es kann hier jetzt auch um Kollegen gehen oder um irgendwelche Mitarbeiter. Hier kommt eine Veränderung, die uns und unser Umfeld betrifft. Oder eine Veränderung, die unser Umfeld betrifft und wir müssen uns mitdrehen. Auch das kann sein. Ja, in unserem eigenen Haus haben wir den Fuchs drin. Hier sind schon so Gedanken, wo man sich überlegt, wo stimmt etwas nicht mehr, wo braucht ein Konzept eine Veränderung, wo sind Unehrlichkeiten, unausgesprochene Dinge. Oder aber auch man fragt sich, wie soll die Veränderung in diesem Konstrukt vonstatten gehen. Wir sind aufgefordert, einen klugen Zug zu machen. Ja, hier sind sehr viele Personen, Verstrickungen aus dem Umfeld, Sachen, wo man sich vielleicht gerne mehr rausnehmen würde. Auch ein bisschen die Energietrauschau wem diese Woche. Gerade auch wenn Leute von außen auf euch zukommen. Ihr kennt das. Man hat ein schönes Gesicht, man lächelt und hinterher kriegt ihr das Messer in den Rücken. Mutterthemen, Situationen, die sehr viel mit Umwegen und Stress einhergehen. Ich habe aber auch das Gefühl, die besten Tendenzen sind hier in der Woche eine Veränderung da zu kriegen, wo man sich endlich rausnehmen muss, ne, weil irgendwas so nicht mehr weitergeht und weil man hätte hier seine Ruhe, wenn man nicht von den anderen immer gestresst wäre. Also es ist eine gute Energie, sich von etwas zu verabschieden, was einem mehr Stress und Unruhe bringt als gutes Auskommen irgendwo. Grenzen ziehen könnte hier auch ein Thema sein. Und hier haben wir noch den Klee. Hier darf man mit vielleicht auch mehreren Dingen rechnen. Wir haben unten die Finanzen. Es kann sein, dass wir irgendwelche Verluste aus der Vergangenheit hier ausbügeln können oder dass wir im kleineren Bereich etwas Geld generieren, dass wir die Veränderung so vornehmen, dass sie uns
leichtere Wege mitbringt, Abkürzungen. Möglicherweise hat ja ein oder andere hier auch etwas mit den Ämtern oder Behörden, wo es an Auszahlungen geht oder wie heißt denn das, wenn man auf irgendeinen Bescheid wartet oder so, ne? An sich ist die Energie gut und es kann auch auf vielen kleineren Bereichen irgendetwas sein, was auch die Seele erquickt oder wo man sagt, so hier fülle ich oder tanke ich meine Seele mal auf und lass mal alles andere weg. Eine Woche auch, wo man den Wert der Freundschaft vielleicht hinterfragt oder wo man genau überlegt, ob die Werte einfach noch stimmig sind. Dann haben wir hier eine Woche, wo wir uns Zeit nehmen sollen, um zu spielen, um Leichtigkeit ins Leben zu rufen. Eine Energie der Freude zu haben, irgendwie. Seelenpartnerbeziehungen, auch das passt. Wir haben hier die Hauptperson, das Gegenüber, mit den Fischen natürlich auch die Seelenkarte und den Ausweg aus einer Situation, die eventuell viel Stress mitgebracht hat. Beziehungen, die eine spirituelle oder eine gute Grundlage mitbringen. Und wir haben das Thema nimm himmlische Hilfe an. Ne? Hier hat man schon in der Vergangenheit etwas in Bewegung gebracht, etwas umgesetzt oder abgegeben. Und die Karte sagt einfach, jetzt geh mal hier aus dem Weg, ja? Mach dich frei, öffne dich für das, was du gewünscht hast. Und hier kommt eine Segnung irgendwo her, wo, ja, ich würde mal sagen, man wieder mal nicht damit rechnet. Wir nehmen noch einen Engel. Welcher Engel ist in dieser Woche für uns da? Hui, der Engel der Engelsdimension. Frieden und Glückseligkeit kommen in dein Leben, alles Schwere fällt von dir ab. Irgendwie passt es sehr gut, weil wir haben ja hier die Aufforderung, dass wir uns Zeit zum Spielen nehmen und diese Karte sagt hier einfach, nimm mal das Erdendrama nicht ganz so ernst. Ne? Hier ist ja auch die Hilfe von oben. Hier wird man gern gesehen, man schwingt in einer anderen Sphäre und man hat das Gefühl der Glückseligkeit vielleicht auch schon gehabt, aber man kann es nicht dauerhaft halten. Hier ist es auch so, dass vielleicht Menschen um uns herum, hier sind sehr viele Menschen, Drama in unser Leben bringen und es ist wohl eine günstige Woche, wo man sich dieses nicht nehmen lässt und ganz bei sich bleiben kann. Und dass man hier eben auch die Schwingung hochhalten kann, die man für das Angebundensein eben braucht. Die Frage ist dahinter, was hält uns davon ab, das zu tun? Die anderen, wir selber? Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Ich drücke euch und bis bald.